Nachdem mittlerweile fast alle Videos hier auf YouTube zur korrekten Installation von Gothic 1 und 2 mittlerweile hoffnungslos veraltet sind, dachte ich, es wird mal Zeit für eine aktualisierte Version. Also gucken wir uns mal die Installation von Gothic 1 und 2, hier am Beispiel von Gothic 2, aber die sind wirklich sehr ähnlich, gucken wir uns die Installation einfach mal an. Alle Sachen, die ich hier in diesem Video benutze, sind natürlich Standard-YouTuber-Satz in der Beschreibung verlinkt. Los geht's natürlich mit der Installation von Gothic 2. Ich benutze jetzt hier die Steam-Variante, aber es ist völlig egal, ob ihr die Steam, Good Old Games, CD-Variante oder sonst irgendwas verwendet. Ich benutze jetzt hier eine ganz frische Installation, ich installiere es hier von ganz neu. Also einfach Gothic installieren, runterladen und ein paar Minuten später ist es auch schon fertig. Allerdings nicht so fertig, dass wir es schon spielen können. Ein, zwei Kleinigkeiten kommen noch. Der nächste Punkt in der Anleitung nach Gothic 2 ist erstmal der Patch 2.6. Da habe ich das World of Gothic Forum verlinkt und da werdet ihr immer die aktuellen Varianten von irgendwelchen Patches finden. Also einfach runterladen und jetzt ist der wichtige Teil, einmal Rechtsklick und als Administrator ausführen. Direkt danach einfach in euer Gothic 2 Verzeichnis rein installieren. Ich benutze jetzt hier das Steam Verzeichnis, das von Steam ja automatisch angelegt wird. Und ja, ihr müsst auch als Administrator ausführen, wenn ihr auf eurem PC der einzige Nutzer seid und sowieso schon Administratorenrechte habt. Weil Gothic 2 hat eine seltsame Variante, Benutzerrechte zu virtualisieren. Also einfach Rechtsklick als Administrator ausführen und in das Gothic Verzeichnis rein installieren. Ich habe mir das Verzeichnis zur Gothic 2 Installation jetzt gleich mit STRG C gespeichert, weil das werden wir nochmal brauchen. Zum Beispiel direkt im nächsten Punkt. Punkt 3 der Installation ist das Player Kit. Diese Seite hier, da gibt es das Player Kit und auch das System Pack, was wir später noch brauchen werden. Also einfach das Gothic 2 Player Kit auswählen und genau wie bei der vorherigen Installation auch Rechtsklick als Administrator ausführen. Und dann wie der Patch zuvor auch einfach in das Gothic 2 Verzeichnis von Steam rein installieren. So, das hat auch nicht besonders lange gedauert und als nächstes kommt schon das System Pack. Auch das System Pack ist der gleiche Link wie zuvor. Das aktuelle System Pack Version 1.8 für NOTR, also Night of the Raven auswählen, abspeichern und installieren. Auch hier wieder Rechtsklick als Administrator ausführen. Bei dem System Pack werdet ihr dann auch gefragt, welche Version ihr installieren möchtet. Wir wählen natürlich die deutsche Version. Den Link noch ausgewählt, installieren, fertig. So, und gleich haben wir es auch schon geschafft. Als letztes folgt noch der Renderer. Warum der optional daneben steht, ist jetzt nicht so wichtig. Das ist jetzt nur, wenn Leute den ganz alten Look von Gothic 2 noch haben wollen, aber in der Regel ist es nicht der Fall. Also einfach den Renderer auch runterladen, irgendwo abspeichern und hier könnte man jetzt theoretisch einen Doppelklick machen, das muss nicht unbedingt als Administrator installiert sein. Aber die Faustregel bei Gothic 2 ist, als Administrator ausführen ist nie eine schlechte Idee. Vielleicht kriegt ihr von Windows 10 dieses blaue Fenster, was wir gerade hatten, aber das einfach auch bestätigen, denn die Quelle World of Gothic ist immer sicher. Wie auch alle Patches zuvor, einfach ins Gothic 2 Verzeichnis rein installieren und auch der Renderer ist installiert. Damit ist die Installation von Gothic eigentlich auch schon beendet. Jetzt können wir mal in unser Steam-Verzeichnis reingehen, je nachdem, wo ihr das halt hingespeichert habt, aber ich bin mir sicher, ihr werdet euer Steam-Verzeichnis finden. Rein in Steam-Apps, in den Common-Ordner, sucht euren Gothic 2-Ordner und ab sofort startet ihr das Spiel im System-Ordner durch die gothicStarter.exe. Wir müssen allerdings einmal noch kurz sowohl auf die Gothic2.exe raufgehen, Kompatibilität hier anklicken, als Administrator ausführen. Auf OK. Dasselbe müssen wir mit dem Gothic Starter machen. Rechtsklick, Eigenschaften, Kompatibilität, als Administrator ausführen. Damit ist das ungemoddete Gothic auch fertig installiert und ihr könnt jederzeit über den Gothic Starter, über den ihr ab sofort das Spiel starten müsst, das Spiel starten. Nach einem kurzen Logo-Bildschirm und 2 kleinen Intro-Videos später seid ihr auch gleich schon im Hauptmenü und könnt loslegen. Mehr braucht ihr nicht, wenn ihr das ungemoddete Gothic spielen wollt.
Einfach auf Spiel starten und los geht's. Wenn ihr in Gothic drin seid, könnt ihr jederzeit, auch in irgendwelchen Gesprächen, die F11-Taste drücken und über die F11-Taste geht dieses kleine Renderer-Menü auf. Dort könnt ihr verschiedene Grafikeinstellungen abändern. Ich würde aber raten, einfach alles auf Standard zu lassen. Es gibt nämlich einen Grund, warum die Entwickler diese Werte hier voreingestellt haben. Also könnt ihr entweder per Close oder F11 das Fenster wieder zumachen und ihr seid fertig. Wenn ihr aber wie ich Gothic gerne gemoddet spielt, dann funktioniert die Installation von Mods genauso wie bei den anderen Patches auch. Ich zeige es jetzt anhand der Minimod Balance, die ich nach wie vor, obwohl sie schon ein paar Jahre alt ist, immer noch verflucht gern spiele. Einfach die Mod runterladen, warten bis sie runtergeladen ist und genau wie bei den anderen Mods auch, einfach Rechtsklick auf die runtergeladene Mod, als Administrator ausführen und genau wie vorher auch einfach in euren Gothic 2 Ordner rein. So läuft die Installation übrigens von allen Mods. Wer noch eine kleine Mod-Empfehlung haben will, kann mal nach der Mod Velaya googeln. Wenn die Mod fertig installiert ist, ganz gewohnt über den Gothic Starter dieses kleine Fenster aufmachen, dann könnt ihr die Minimod auswählen oder welche Mod ihr auch immer installiert habt, Spiel starten und das war's. Schon ist die Mod aktiv. An der Minimod Balance sieht man es jetzt zum Beispiel daran, dass man, wenn man auf Neues Spiel klickt, gefragt wird, ob man denn wirklich ein neues Spiel starten will. Eine letzte Anpassung würde ich allerdings noch empfehlen, vor allem wenn ihr Gothic spielen wollt und irgendwelche Grafikmods installiert habt, und zwar den 4 GB Patch. Der ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, ihr landet dann auf dieser kleinen Seite hier, scrollt ein bisschen runter und dann ist dieser LAA 2.0.4 angehängt. Das ist dieser Large Address Aware oder einfach auch manchmal 4 GB Patch genannt. Einfach irgendwo runterladen, die Datei einmal kurz irgendwohin entpacken, in den Ordner rein und diesen Large Address Aware gestartet. Hier auch, wie bei den Patches zuvor, als Administrator ausführen, dann wählt ihr in diesem Programm wieder euren Gothic 2 Ordner, geht in den System Ordner rein und wählt die Gothic 2.exe. Dann hakt ihr diese kleine Box an, klickt auf Save und Thema erledigt. Das sorgt dafür, dass Gothic mehr als 4 bzw. 3,25 GB Arbeitsspeicher benutzen kann. Damit seid ihr dann auch für irgendwelche Grafikmods super gewappnet. Ihr habt jetzt Gothic 2 fertig installiert, gemoddet oder ungemoddet und könntet eigentlich loslegen. Mit einer Sache können wir aber noch einen oben drauf setzen, nämlich mit dem Programm Ninja. Mit dem Programm kann man zum gemoddeten oder ungemoddeten Gothic Patches hinzufügen, wie zum Beispiel permanente Lebens- oder Mana-Regeneration, Fackel ziehen mit einer einzigen Taste und vieles, vieles mehr. Gucken wir uns die Installation von Ninja auch einmal kurz an. Link natürlich wie immer in der Beschreibung, los geht's. Einmal auf den Download drücken, Ninja herunterladen und es funktioniert genau wie alle Mods und Patches, die wir vorher installiert haben auch. Runterladen, warten bis es runtergeladen ist, Rechtsklick als Administrator ausführen, wie wir es bei Gothic 2 jetzt doch auch schon ein paar Mal hatten, eventuelle Warnmeldungen wegdrücken und Ninja genau wie jede andere Gothic 2 Mod einfach installieren. Dieses vorher deinstallieren Fenster bekommt ihr wahrscheinlich nicht, aber ich habe Gothic 2 schon mehrmals auf meinem Rechner installiert. Und dann wie gewohnt einfach euer Steam-Verzeichnis bzw. wo auch immer ihr Gothic hin installiert habt auswählen und dort rein installieren. Schon ist die Installation von Ninja beendet und ab jetzt können wir Patches, die für Ninja konstruiert wurden, für Gothic 2 benutzen. Schauen wir uns einige dieser Patches für Gothic 2 einfach mal an. Auf World of Gothic gibt es hier eine schöne Übersicht und ich würde raten, klickt euch einfach mal durch diese Übersicht durch und guckt mal, ob ihr da irgendwas Nützliches für euch findet. Ich zeige die Installation von diesen Patches einfach mal an diesem Show Game Time, das dafür da ist, links oben in der Ecke in Gothic die aktuelle Uhrzeit einzublenden. Diese Patches ladet ihr einfach runter, extrahiert sie einfach irgendwo und dort ist dann eine kleine VDF-Datei drin. Grafik-Patches sind übrigens auch nur eine VDF-Datei. Die Installation dieser funktioniert immer gleich. Diese VDF-Datei kopieren
ab in euren Gothic 2 Ordner. Und in dem Gothic 2 Ordner drin findet ihr dann den Data Ordner. Dort liegen schon viele andere VDF-Dateien rum, einfach dort einfügen und schon ist der Patch fertig installiert. Diese Ninja-Patches funktionieren natürlich nur, wenn Ninja auch installiert ist. Jetzt gehen wir einfach mal in Gothic 2 rein und gucken mal, ob auch wirklich alles funktioniert hat. Und voilà, man sieht links oben in der Ecke nun die aktuelle Spielzeit eingeblendet. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer nützlicher Patches. Ich würde euch einfach mal raten, wenn ihr an solchen kleinen Patches interessiert seid, dann guckt euch einfach mal die Übersicht auf World of Gothic an. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber noch auf ein Programm namens Spine hinweisen. Spine ist ein Mod-Manager, den man am ehesten mit den ganzen Mod-Managern von Skyrim vergleichen kann, wie den Mod-Organizer oder den Vortex Mod-Manager zum Beispiel. Spine installiert alle Patches, die wir vorher manuell installiert haben, automatisch und wenn wir hier einmal kurz runterscrollen, sehen wir die Oberfläche von Spine, wo man auch diverse Mods für Gothic 2 mit einem Klick starten kann. Sollte die manuelle Installation bei einigen von euch partout nicht funktionieren, könnt ihr es auch noch über Spine probieren. Bei Fragen oder Probleme zu dem Programm wendet euch aber bitte an den Hersteller des Programms, da ich Spine nicht benutze. Da die Datenbank von Spine manuell gepflegt werden muss und somit einige Patches und Mods nicht immer auf dem aktuellsten Stand sind. Und die manuelle Installation, sollte man sie richtig machen, im Regelfall auch immer zum gewünschten Erfolg führt. Und da ein 12-minütiges Video zur richtigen Installation von einem einzigen Spiel schon mehr als genug ist, würde ich sagen, wir belassen es dabei und ich wünsche euch ab jetzt viel Spaß in Gothic 2. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann stellt sie einfach hier oder stellt sie zum Beispiel auf dem Discord, den ich in der Beschreibung verlinkt habe, oder auf dem World of Gothic Forum selbst, wo auch immer noch nach so vielen Jahren Gothic 2 die Leute aktiv sind und euch mit Sicherheit helfen werden.